Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und ich bin in der Traumatherapie angesiedelt, aber auch im Bewusstseinscoaching. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, in Videos, in Chören. Und ich versuche mit euch so viele Bedeutungen, so viele Dynamiken wie möglich aufzudecken. Und heute haben wir wieder Inpatient, also Ren und Chris Webby, mit ihrem neuen Song Madhouse. Und ich habe ein bisschen die Premiere verpasst, aber ich hoffe, dass ich noch früh genug bin, um das Intro noch mitzukriegen. Es bleibt ja immer ein bisschen online, bis es dann wieder weg ist. Von daher, ich hoffe, ich krieg's noch rein. Wir schauen einfach jetzt mal. Und von daher, lasst uns keine Zeit verlieren und loslegen. Kleinen Moment. Zack. Und dann machen wir das so. Okay, let's go. Ich glaube, das ist leider nicht mehr. Das ist schon das Video. Verdammt. Ärgerlich. Na gut, so ist es. Habe ich verpasst. Let's go. Attention all inpatients. There's been an escape. Everyone back to your fucking cells now! Yeah. See, me and Ren came to bring the place down. Off in this madhouse, I make my way round. My marbles all gone, they lost and ain't found. This rubber room's home, the hall's my playground. We them loony bin prisoners full of piss and the vinegar and plans to make it up the perimeter. So I left the guard's throat slit to steal his outfit and slipped away quick and dipped out with the visitors. Bit with the visitor, past the guards, bypass alarms, masterclass, escape artist, flipping the light switch, pandemonium hit. It's sick boy in the web, real twisted kids that grew up to misfits, but shocks the shoe fits, so we cook up hits for bad lunatics. Cause the sick world needs some sick music, and the sick boy Webby we do produce it. All guards report in now. This is not a fucking drill! So everybody gather round. Okay, das hat Ren It's the gezeigt. greatest show in town. And when the voices get too loud, just come on down. Welcome to the madhouse. Trapped in the cell inside of myself, so bar for bar, I outbar, bar low health, I feel nothing, I just wanna feel something. Let me demonstrate my method of spontaneous combustion, I'm busting. Concussed with adrenaline rushing, pick up the whole raw bench press like it's nothing, fuck 'em. Struck up a cut, head bottom, where's the buttons on this straight jacket, Webby? We them loose screwed impatience. We twisted impatient, gifted with skills, afflicted with greatness. Both a bit sick and shit is contagious. That's why we're locked in cells down in the basement. And they ain't never seen no kind of shit like Brandon Webby did it. All you other rappers gotta find a way to level with it. Someone crack a window, we about to let the devil in it. Cause we don't run from the madness, we revel in it. Run for your fucking lives! They've taken over! So everybody gather round. It's the greatest show in town. And when the voices get too loud, just come on down. Well, I'm the king of prescriptions, a compound pharmacy. So place your bets, what side effects will you get? It's all mystery. The doctor says he'll cure me with all these magic pills. They say these meds gon' fix my head, but I don't think they will. Yeah, I still qualify as mentally ill. Me too, get the meds and I'll snort them with the bill. Web chill, you gotta stop acting like a heathen. Plus you know the shit'll hit harder if you eat them. Either way it's cool, Ran, really I don't give a fuck. Let's run amok till they lock us back up. Fuck that, bad luck, cause I'm fast as fuck, no catching up. They won't see me back in court. I heard that. Fuck it, I'm lost, my mind's manic. Fried frantic, I'm cooked, the slag and dynamic. As the world burns, fuck it, we're doing it live, damn it. Till we go down like the band on the Titanic. Ja, cool. Abgefahren. Okay. Ich finde es als erstes geil, dass sie wieder ein richtig cooles Video gemacht haben. Dieses Mal wieder
'n anderer Stil, 'n Zeichentrickstil, aber so richtig schön oldschool. Also, auch dieses es erinnert mich so an die alten Mickey-Maus-Sachen irgendwie, wo sie diesen Gang entlanglaufen und man diese Beine so nach vorne kommen sieht. Dieser Stil, das hat irgendwie was von diesen alten Mickey-Maus-Sachen. Ich finde es ziemlich geil gemacht. Welcome to the Madhouse. Bei Madhouse muss ich irgendwie immer an Asterix und Obelix denken. Ähm, im Deutschen ist es quasi das Haus, das Verrückte macht. So, im Prinzip geht es eigentlich darum, dass du im Amt von, ähm, ne, nicht von Kapitel, sondern von, wie heißen sie denn? Zuständigen zu Zuständigem geschickt wirst und irgendwelche Anträge brauchst und bevor du den Antrag stellen kannst, brauchst du noch einen anderen Antrag und den kriegst du aber wieder in einer anderen Abteilung. Und dann bist du eigentlich nur die ganze Zeit am Hin und Herrennen und kommst nicht zu dem, was du eigentlich haben willst. So, und irgendwann drehst du halt durch. Wir haben hier so ein bisschen den Bezug auf Ren und Webby krank, körperlich, psychisch, Medikamente nehmen, als die Verrückten da in der Klinik ankommen. Und wenn wir schon hier sind als die Verrückten, können wir auch ein bisschen Scheiße bauen. Und gleichzeitig ganz cool am Ende zu sehen, wie dann die betreuenden Personen, Pfleger, was auch immer, Security, selber ein bisschen verrückt, angeschnallt auf der Liege liegen. Ja. Aber lasst uns das Ganze nochmal von vorne angucken und Stück für Stück durchgehen. Und wenn ihr hier sagt, reicht mir, danke, hast du gut gemacht, lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal für die nächste Reaction. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ich versuche zu den Premieren dazu zu kommen. Klappt leider nicht immer. So wie heute. Leider kein Intro-Video. Aber es wird wahrscheinlich dann hoffentlich demnächst wieder auf Ren Makes Stuff oder irgendwie sowas veröffentlicht werden nachträglich. Aber leider könnt ihr mich nicht dabei sehen, wie ich mir das angeguckt habe. Genau. Aber liken, subscriben und dann sehen wir uns bald wieder. Und wer jetzt mit mir nochmal in die zweite Runde gehen will, geht mit mir in die zweite Runde. Let's go. Und das ist so schön, ne? Allein dieses Bild, wenn man das sieht, denkt man erstmal nicht an eine Psychiatrie oder irgendwas, sondern man denkt erstmal an einen Knast. Ich habe sowieso gedacht, dass mich ein paar Sachen aus dem Video auch an die ganzen Geschichten aus Vincent's Tale erinnert haben, so ein bisschen. Aber lasst uns erstmal weiterschauen. Jesus, Ren. Eargasm. Mann, Mann, Mann. Attention all inpatients. There's been an escape. Everyone back to your fucking cells now! Yeah. See, me and Ren came to bring the place down. Off in this madhouse, I make my way round. My marbles all gone, they lost and ain't found. This rubber room's home, the hall's my playground. We them Ist so schön, ne? Wie sie so schön mit diesen ganzen verschiedenen Sachen spielen, ne? Ich habe meine Murmeln verloren. So. Looney und all das, was irgendwie so für Verrücktsein steht, nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Und das ganz einfach adressieren und sagen, hey, ich bin nicht mehr ganz knusper auf der Station hier unterwegs. Also bin ich hier gelandet. Und dann dazu dieses Bild von den Zweien. Und wir sehen dann gleich, wie die beiden an die Wand urinieren. Und ja, es ist einfach so schön. Ren in der Zwangsjacke und Webby in diesem typischen Patientenkostümchen. So, vorher sieht man Ren, wie er versucht hat oder wie er ausgebrochen ist sozusagen, seinen Tunnel gegraben hat und dann in einem Raum rauskommt, wo irgendwie die Leute wild durcheinander rennen. Ja. Genau. Und es wird, ne, gesagt hier, es gibt einen Ausbruch, glaube ich, ne? Genau, there has been an escape. Ja, wir sind gespannt. Everyone back to your fucking cells now!
Yeah. See, me and Ren came to bring the place down. Off in this madhouse, I make my way round. My marbles all gone, they lost and ain't found. This rubber room's home, the hall's my playground. We them loony bin prisoners full of piss and the vinegar and plans to make it up the perimeter. So I left the guard's throat slit to steal his outfit and slipped away quick and dipped out with the visitors. Bit with the visitor, past the guards, bypass alarms, masterclass, escape artist, flipping the light switch, pandemonium. Das ist auch so geil, ne? Man hat ständig irgendwie so verlängerte Arme und Beine, die so ein bisschen rumwabbeln. Und das hat so ein bisschen was von, also klar, auch dieser alte Cartoon, auch da gab es das, ne? Auch so diese alte Mickey-Maus-Geschichte. Aber es hat auch so ein bisschen was Drogenartiges, so, wie auf so einem Trip sein. Was wiederum mich daran denken lässt, dass sie eben auch von Medikamenten und den ganzen Side-Effects später sprechen. Wer weiß, ob das hier gemeint ist, ne? Aber so dieses, hab eh nicht mehr alle Latten am Zaun, jetzt bin ich hier. Und jetzt kann ich hier auch so richtig schön auf die Kacke hauen. Und einfach mein Ding machen. Und gegen alle Regeln, so. Und Webby besorgt sich von einem der Securities oder von den Wächtern die Uniform. Und wir sehen, wie bei dem Wächter die Seele als Engel davonfliegt. Das heißt, er hat ihn gekillt. Das heißt, Webby ist jetzt nicht nur ein Patient, sondern er ist auch ein Mörder in diesem Video. Das muss man mal so festhalten. Hier, dieses Bild ist auch geil, ne? Ja. Ich lasse es, ich sag dazu nichts. Ihr wisst, was ich meine. Throat slit to steal his outfit and slipped away quick and dipped out with the visitors. Bit with the visitor, past the guards, bypass alarms, masterclass, escape artist, flipping the light switch, pandemonium hits. It's sick boy in the web, real twisted kids that grew up to misfits, but shocks the shoe fits, so we cook up hits for bad lunatics. Cause the sick world needs some sick music, and the sick boy, Webby, we do produce it. All guards report in now. This is Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Wir brauchen auch alle ein bisschen Bluna-Musik. Ich weiß gar nicht, ob es im Englischen oder im amerikanischen Bluna überhaupt gibt, aber im Deutschen ist das so eine Werbung irgendwie für so ein Getränk. Bluna Limonade oder irgendwie sowas. Und für mich ist dieses Bluna immer noch stellvertretend für, sind wir nicht alle ein bisschen Kuckuck? So. Und wir brauchen eben auch crazy Musik von Leuten, die crazy sind. Und ich meine, Ren und Webby, besonders im letzten Video, aber auch die Videos davor, haben schon auch ein bisschen bewiesen, dass sie crazy sind. Und wenn zwei crazy Leute zusammenkommen, crazy overload. Und dann kann sich das sicherlich so anfühlen, als wäre man vielleicht einfach auch in so einem Madhouse gelandet, wo zwei verrückte Geniuses zusammenkommen und kreativ werden und gestalten und einfach fucking durchdrehen. Ja, und da kommen, was hat das mit diesem Fuchs oder Wolf oder Hund auf sich? Ist ja auch abgefahren. Hat das irgendeine Bedeutung? Auf jeden Fall, die Schwester sieht so aus, als hätte sie auf jeden Fall Business zu tun. So, genauso wie der Arzt. Zumindest glaube ich, dass es ein Arzt ist. Das sieht so aus, als hätte er hier so ein Stethoskop um. Ja, ich habe noch was, irgendwie strange. Boy, Webby, we do produce it. all guards report in now. This is not a fucking drill. So everybody gather round. It's the greatest show in town. Kamen da gerade Elektroschocks raus? Ist das so ein Elektroding? Ich habe erst kurz gedacht, dass das so ein Schleifgerät ist, aber ich glaube, das ist so ein Elektroding, ne? Oder wollen sie... Nein, wir sehen ja gleich, dass die Lobotomie gemacht wird, ne? Und da musste ich an Vincent denken, an Vincents Tale. Mit der Lobotomie. Die ja Vincent quasi noch bevorsteht. Ich weiß nicht, ob wir das jemals zu sehen kriegen. Aber da musste ich dran denken. Naja, die sind verrückt. Dann gucken wir uns doch mal das Gehirn an und schrauben da ein bisschen dran rum. In der Hoffnung, dass es besser wird. Ja. Wer weiß. Eine Möglichkeit. So everybody gather round. It's the greatest show in town. And when the voices get too loud, just come on down. Welcome to the madhouse.
Trapped in the cell inside of myself, so bar for bar, I outbar Barlow. Auch hier, dieses Trapped in a Cell Inside of Myself, das erinnert mich ein bisschen an das, was auch im letzten Song Smoking Gun hat Ren das auch gesagt. Also sowas in der Art, nicht wortwörtlich, aber ähnlich. Da musste ich gerade dran denken. Ich habe nämlich das letzte Mal auch schon gedacht, so, ja, die Zelle steht irgendwie her, klar, ich wurde eingesperrt von der Polizei wegen der Drogengeschichten. Aber es geht ja auch viel um dieses im Inneren Gefangensein. Und das kann man hier natürlich auch auf unterschiedliche Arten und Weisen betrachten, ne? Also zum einen ist er hier gefangen in dieser Zelle, im Madhouse, so in seiner Zwangsjacke. Mm. Und ich weiß nicht, ob er versucht, mit der Zunge an die Nase zu kommen oder ob er sich einfach nur über die Lippen leckt. Aber das, was es macht, wenn du im Äußeren gefangen bist, ob jetzt nun im Gefängnis oder in so einer Madhouse-Zelle, dann bist du ja auf dich allein geworfen. Dann bist du mit dir allein und bist quasi in dir selbst, mit deinem Selbst gefangen sozusagen. Aber auch überhaupt der Grund dafür, dass du in so ein Madhouse kommst, kann ja schon sein, dass du mit deiner Psyche in dir selbst gefangen bist. Und es muss nicht heißen, dass du komplett verrückt bist, sondern es kann ja auch einfach in einer Depression sein oder Overthinker sein. Ne? Menschen, die einfach die ganze Zeit in ihrem ganzen eigenen inneren Dialog gefangen sind und dann nicht mehr rauskommen. Oder in einem Gefühl und da nicht mehr rauskommen. Irgendwelche Muster, irgendwelche Ängste. Und dann bist du ja in dir irgendwie damit gefangen. So. Ja. Welcome to the madhouse. Trapped in the cell inside of myself, so bar for bar, I outbar Barlow health. I feel nothing, I just wanna feel something. Let me demonstrate my method of spontaneous combustion. Dann muss ich schon wieder anhalten. Was sagt er? Irgendwas mit wanna feel myself. Feel nothing, I just wanna feel something. Und das ist, wie finde ich, wieder ganz interessant auch an dem Punkt, wenn man manchmal, also wir können hier erstmal von den Medikamenten natürlich auch wieder sprechen, ne? Wenn es so dämpfende Medikamente gibt, die einen beruhigen, dass man dann sich so abgeschnitten fühlt und so in einem Puffer, dass man nicht mehr so richtig was wahrnimmt, nicht mehr so richtig was fühlt. Oder umgekehrt, dass es vorher so einen hohen Leidensdruck gibt und durch die Schutzmechanismen im Gehirn man vielleicht von bestimmten Emotionen oder vom Gefühl abgetrennt ist, ne? Zum Beispiel auch, es gibt auch Leute, die so unter Druck und unter Stress und unter dissoziativen Tendenzen stehen, also wo sie sich quasi von sich selbst abkapseln, dass sie auch ihren Körper nicht mehr so richtig spüren und wahrnehmen können und dann anfangen, doller zuzugreifen oder irgendwo gegenzuhauen oder noch dollere Methoden anwenden, um wieder etwas körperlich auch zu spüren und damit sich wieder zu spüren. Aber es kann auch einfach diese innere Leere, diese innere Taubheit sein, dass man so überfordert ist mit allem, dass man gefühlt nichts mehr fühlt, sondern dass es nur noch Leere ist, Taubheit, dass alles irgendwie wie hinter so einer Wand ist und man hat nicht mehr so richtig Zugang zu sich selbst. Und das kann aber wiederum dazu führen, ne, wenn man bestimmte Sachen nicht mehr fühlt, wenn man Traurigkeit, Freude nicht mehr spürt, wenn man vielleicht auch Wut nicht mehr spürt, Scham nicht mehr fühlt, Schuld, all diese Sachen, dass dann wiederum sich das eigene Verhalten auch verändert. Ne, dass man dann weniger moralisch handelt, dass einem dann viel mehr egal ist und man herausfordernder wird, dass man konfrontativer wird. So, was vielleicht damit einhergehen kann, was wir hier sehen, nämlich wir machen Revolte im Madhouse. So, wenn der ausbricht, Webby, der einen Sicherheitsbeamten killt, um sich seine Uniform zu schnappen, und all diese Sachen. Das kann da schon mit reinspielen. Feel nothing, I just wanna feel something. Let me demonstrate my method of spontaneous combustion. I'm busting, concussed with adrenaline rushing. Pick up the whole raw bench press like it's nothing. Fuck 'em. Struck up a cut, head bottom. Where's the buttons on this straight jacket, Webby? We them loose screwed impatience. We twisted impatient. Gifted with skills. Afflicted with greatness. Both a bit sick and shit is contagious. That's why we're locked in cells down in the basement. And they ain't never seen no kind Okay, da muss ich mir nochmal kurz die Lyrics angucken. Ren, hast du nicht? Ren hat noch gar nicht die Lyrics gemacht. Was ist da los? Haben wir sie auch hier nicht? Nein. Oh nein Gott. Okay, dann müssen wir das hier über das Video machen. Das ist ja auch nicht so schlimm, das kriegen wir auch irgendwie hin. Lass uns das mal durchgehen.
I bust in concussed with adrenaline rushing. Pick up the whole world. Bench press like it's nothing. Das ist natürlich dieses, wenn ich in so einem Adrenalinrausch bin. Wir gehen jetzt mal davon aus, ne, dass wenn Menschen an einem Punkt sind, wo sie sich abgeschottet fühlen, wo sie für Emotionen keinen Zugriff mehr haben, wo sie sich taub fühlen und dann etwas machen, um sich wieder irgendwie zu fühlen, dann ist es meistens halt irgendwas Extremes. Und das Extreme führt dazu, dass sie dann wieder in so ein Adrenalin, Cortisol ausschütten kommen, weil der Körper unter Stress, unter Kampf oder Flucht oder was auch immer ist. So, High Peak. Und dann, ne, wenn Adrenalin reinkommt, huiuiui, dann kriegt mein Körper plötzlich richtig Energie, richtig Kraft. Dann kann ich richtig viel Schmerzen auch aushalten. Dann kann ich nicht mehr so richtig klar über Entscheidungen nachdenken, aber dafür kann ich schneller Entscheidungen treffen, weil wenn ich eigentlich im Überlebensmodus bin, dann muss ich eine schnelle Entscheidung treffen. Renne ich weg, kämpfe ich, wohin renne ich weg, was macht Sinn? So, greife ich die Banane oder greife ich das Messer, um mich zu wehren? So, ne? Also das heißt, schnelle Entscheidungen sind möglich, aber eben auch hier plötzlich kann ich Gewichte stemmen, die sonst nicht möglich sind, weil ich diesen Adrenalinrausch habe. Nothing fuck 'em struck. Fuck him struck uppercut, head bottom. Uppercut, head bottom, web. Where's the bottoms on the straight jacket? Buttons on the straight jacket, web. Beat 'em loose, screwed in. We them loose screwed patience. Also wenn ich das jetzt für mich richtig übersetze, und da sieht man es auch schon, ne? Die Schraube locker. Und dann kommen wir hier jetzt nämlich zur Lobotomie. Das finde ich schon auch einen interessanten Aspekt, weil, also auf der einen Seite, ich weiß gar nicht, mit den Schrauben hier so an den Seiten, hat so ein ganz mini bisschen irgendwie was von Frankenstein. Dann haben wir hier diese verrückten Augen dazu. Und gleichzeitig, ne, muss ich so sehr an Vincent's Tale denken, irgendwie. Mit der Lobotomie. Wo die lockeren Schrauben vermeintlich wieder festgemacht werden sollen. Oder komplett entfernt werden, damit sie nicht noch mehr Schaden anrichten. Sozusagen. Also wie auch immer man es dreht, ne? Die Lobotomie soll irgendwas bewirken. Irgendwas ist in deinem Gehirn kaputt. Und wie Percy jetzt sagen würde, ich habe die neue Glühbirne. Impatience, we twisted, impatient, gifted with skills, afflicted with greatness, both a bit sick and shit is contagious. That's why we're locked in cells down in the basement. Das ist ganz interessant. Ich habe mich gerade gefragt, weil er sagt, beides ist contagious, ansteckend. Redet er hier jetzt von Krankheiten, die ansteckend sind, die sie haben? Oder eher von dieser Madness, von dieser Kreativität sozusagen? Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie, wenn wir jetzt wieder bei Neurodivergenz ankommen zum Beispiel. Aber das ist ja nicht ansteckend in dem Sinn, aber vielleicht ist die Kreativität, wenn man zusammenkommt, ansteckend. Dann habe ich aber überlegt, ob es eher dann vielleicht auch in Richtung Tarantula geht. Dieses gebissen werden und dann plötzlich abdrehen und verrückt werden und ne, so Shit machen. Ja, oder dieses einfach verrückt, crazy, kreativ irgendwie unterwegs sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Afflicted with greatness, vielleicht ist das ansteckend. Greatness, both a bit sick and shit is contagious. That's why we're locked in cells down in the basement. And they ain't never seen no kind of shit like Brandon Webby did it. All you other rappers gotta find a way to level with it. Someone crack a window, we about to let the devil in it. Cause we don't run from the madness, we revel in it. Run for We don't run from the madness. Und das ist ganz schön, weil sie hier den Teufel wieder mit reinbringen. Weil der Teufel steht ja auch immer dafür, dass man auch ein bisschen verrückt wird und durchdreht und dann halt böse wird. So. Damit spielen sie ja auch immer wieder in ihren Songs, ne? Mit diesem Teufel und Engel und richtig und falsch und was ist eigentlich richtig und was ist eigentlich falsch und diese Modelle mal ein bisschen zu hinterfragen. So. Und dann zu sagen, hey, ich weiß gar nicht genau, was Revel heißt, aber ich würde es jetzt für mich in dem Ganzen wahrscheinlich sowas wie, also in Richtung, wir gehen darin auf oder wir gehen da einfach mit übersetzen. Ich muss das jetzt mal googeln. Revel. Schwelgen. Ja, also, ne? Die feiern das im Prinzip, dass sie so ein bisschen verrückt sind.
Und das ist so schön, ne? Also gerade wenn wir jetzt eben auch von Neurodivergenz sprechen. So. Dann so sagen, hey, wir sind ein bisschen verrückt, wir sind ein bisschen kreativ, wir sind ein bisschen anders. So, wir fallen aus diesem ganzen Raster raus von Funktionieren, von Machen und so weiter und wir ecken überall an. Und dann feiern wir das ein bisschen. So. Wir haben aufgehört, dagegen anzukämpfen und uns irgendwie passend zu machen, weil es nicht uns entspricht. Ja. A window, we about to let the devil in it. Cause we don't run from the madness, we revel in it. Run for your fucking lives! They've taken over! So everybody gather round. It's the greatest show in town. And when the voices get too loud, just come on down. Well, I'm the king of prescriptions, a compound pharmacy. So place your bets, what side effects will you get? It's a mystery. The doctor says he'll cure me. Okay. Also, wir wissen alle, dass Ren sich so richtig gut auskennt mit Überweisung beziehungsweise mit Verschreibungen von Medikamenten. Und es gibt ja dieses wundervolle Video von ihm, wo er zeigt, wie sein Frühstück quasi aussieht, wie sein Morgen aussieht mit zigtausenden von Nahrungsergänzungsmitteln, Medikamenten und allem Möglichen, teilweise Infusionen. Und das ist einfach so krass, was der sich da so reinwerfen muss mit seiner Krankheit. Nicht mal also nicht mal wegen der Neurodivergenz, sondern wegen seiner Borreliose und den ganzen Nachschäden, die gefolgt sind durch die Nichtbehandlung der Borreliose oder nicht rechtzeitigen Behandlung der Borreliose. Und die Folgen, die daraus entstanden sind. Und wenn sich jemand mit Side Effects auskennt, dann Ren, würde ich sagen. Und diesem ganzen Teufelskreis aus. Ich brauche eigentlich Medikamente für die Erkrankung. Und die Medikamente machen so viele Side-Effects, dass ich wiederum Medikamente für die Medikamente, also für die Side-Effects brauche. Und irgendwann dreht man einfach auch durch. Und viele von diesen Medikamenten machen ja nicht nur körperliche Nebenwirkungen, sondern auch psychische Nebenwirkungen. Wahnvorstellungen, Depressionen, Suizidgedanken, all dieser ganze Schrott. So, Antidepressiva, die Suizidgedanken machen. Ja, wie hilfreich ist das denn bitte? Nie müssen, ne? Es kann immer eine Nebenwirkung sein. Muss es natürlich nicht. Und dennoch ist es krass genug, dass ein Antidepressiva als Nebenwirkung haben kann, dass man Suizidgedanken entwickelt. Was wollte ich sagen? Ich lasse es so stehen. Lass uns weiter gucken. Facts will you get? It's a mystery. The doctor says he'll cure me with all these magic pills. They say these meds gon' fix my head, but I don't think they will. Yeah, I still qualify as mentally ill. Me too, get the meds and I'll snort them with the bill. Web chill, you gotta stop acting like a heathen. Plus, you know the shit'll hit harder if you eat them. Either way it's cool, Ren, really I don't give a fuck. Let's run them up till they lock us back up. Fuck that, bad luck, cause I'm fast as fuck, no catching up. They won't see me back in court. I heard that. Fuck it, I'm lost, my mind's manic. Fried frantic, I'm cooked, slag and dynamic. As the world burns, fuck it, we're doing it live, damn it. Till we go down like the band on the Titanic. Ich habe noch nicht so ganz gecheckt, was es mit diesem Fuchs-Hund-Dingsi-Bumsi auf sich hat. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wofür der steht. Weil eigentlich gehört er, glaube ich, zu den Ärzten oder zu der Schwester oder zu dem Guards, zu der Einrichtung auf jeden Fall irgendwie. Aber zwischenzeitlich irgendwo in dem Video wirkte es so, als wäre der Hund irgendwie plötzlich doch zwischendurch auch auf der Seite von Ren und Webby. Ups, entschuldigt bitte. Hier. Dieses Bild. Weil da wird es dann ja umgedreht quasi, dass Chris, Webby und Ren die Ärzte oder die Pfleger behandeln. Und da ist dann der kleine Mann mit dabei. Ganz vorne. Wofür steht der? Mein Kopf will da gerade nicht so richtig hin. War das nicht auch so der Bereich? Ich habe gerade überlegt, ob das der Part ist, wo sie auch über den Teufel irgendwie sprechen, aber ich glaube nicht. Ob das quasi so ein bisschen für das
teuflische Hinterrücks-Ding irgendwie steht. So, ich weiß noch nicht. Gebt mir gerne eure Ideen. Und ansonsten würde ich es hiermit erstmal so stehen lassen. Das sind alles erstmal meine Gedanken. Heute ein bisschen limitiert von den Möglichkeiten her, würde ich sagen. Also von dem Ganzen. Aber ich glaube, so ein paar grobe Sachen konnte ich mit abdecken. Genau. Wenn ihr noch andere Ideen habt, bitte erweitert meine Welt, erweitert meine Perspektiven. Sagt mir, was ihr noch da drin gesehen habt, was ich überhört habe. Vielleicht auch im letzten Teil. Mm, genau. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann demnächst wieder irgendein Interview mit Ren oder mit Webby dazu. Ich werde sehen. So, lang genug gequatscht. Reicht jetzt auch für heute. Bevor ich hier zu sehr in Gedanken schwelge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da. Ich freue mich. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Und schaut natürlich auch in den schon vorhandenen Content von Ren und Chris Webby, also dem Inpatient-Projekt rein. Und aber auch in die ganzen Einzelsachen von Ren. Genau. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Bis dann.